Hallo, heute möchte ich erklären, worauf zu achten ist, wenn man so einen modernen Holzofen, zum Beispiel seinen Altbau oder seine Werkstatt installieren möchte. Denn so ein einfacher Holzofen aus dem Baumarkt ist schnell für sparsame 500 € gekauft. Und böse Zungen behaupten, diese Geräte halten nicht lange. Darauf möchte ich aber nicht näher eingehen, wir haben da keine großen Probleme gehabt. Was einem die tollen Angebote im Baumarkt oder im Internet aber nicht sagen, ist, dass diese Öfen schweineviel wiegen. Man muss einige Sachen abbauen, die aber nur ein Drittel oder ein Viertel des Gewichts ausmachen, und dann braucht man immer noch 2, am besten sogar 3 Personen, um einen solchen Ofen zu bewegen und vernünftig auf die Endposition zu führen. Und dann ist das Problem der Einpassung des Rohrs, das noch passend zugeschnitten werden muss. Dafür muss man den Ofen eventuell sogar mehrmals noch von seiner zukünftigen Position wegbewegen, was natürlich zu Schrammen oder Verwerfungen am Boden führen kann. Aber bevor wir uns über die Vorschriften beim Einbau und bei der Funkenschutzplatte Gedanken machen, müssen wir grundsätzlich prüfen, ob der Ofen und der Schornstein geeignet sind. Hierfür sind für den gewünschten Ofen sämtliche Dokumente dem Schornsteinfeger vorzulegen, und der Schornsteinfeger sollte auch gleich einmal den Schornstein inspizieren und sagen, was hier anzupassen bzw. zu verbessern ist. Denn nur in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger wird man den Ofen legal betreiben können. Zunächst einmal sollten alle Öffnungen mit dem entsprechenden Schamottmörtel oder Lehm geschlossen werden. Der Schornsteinfeger gibt hier gerne Tipps und bietet auch Kamerafahrten zum Finden der Löcher und Beschädigungen an. In der Regel werden derartige Löcher mit Ziegelsteinen zugemauert. Ein Lehm auf Ziegelmehlbasis wurde hier zum Verschließen verwendet. Um einen Luftzug oder Rauchaustritt durch Risse zu verhindern, ist sodann der gesamte Schornstein zu verputzen. Ein eventuell vorhandenes Fachwerk oder anderes Holz hat 5 cm Abstand zum Schornstein zu haben. Ist das nicht möglich, so muss man das Holz entsprechend verjüngen oder komplett entfernen. Hierfür sollte man aber einen Baustatiker mit einbeziehen. In unserem Fall haben wir hier das Fachwerk unterbrochen und an dieser Stelle einen weiteren senkrechten Balken eingeführt. Das Ofenrohr hat sogar 50 cm Abstand zu den Holzbalken zu halten. Ein derartiger Wanddurchbruch ist wiederum mit dem passenden hitzebeständigen Mörtel einzufassen. An dieser Stelle kann man auch hitzebeständige Mineralwolle verwenden. Als Schornsteineinsatz werden derartige zweiwandige Muffen verwendet. Und falls der Schornstein einmal nicht mehr verwendet wird, kann man die Öffnung mit einer derartigen Kappe verschließen. Gerade zum Verputzen ist das zu empfehlen. Unterm Dach sowie im Keller sind derartige Revisionsklappen luftdicht einzumauern. Hier muss man natürlich regelmäßig kehren. Und zum Einputzen haben wir hier Zementmörtel verwendet. Nachdem man all diese Probleme zusammen mit dem Schornsteinfeger behoben hat, kann es nun um den Einbau des zukünftigen Ofens gehen, egal ob es ein billiges oder ein hochwertiges Modell ist. Passende Anschlusssets mit Schornstein, Revisionsklappe und Winkel und Wandmuffe gibt es in den Farben Schwarz und Silber in der Regel für 100 € im Baumarkt zu kaufen. Wenn man den passenden Platz für den Ofen gefunden hat, so sind auch die Wandabstände einzuhalten. Hierfür sind 20 cm vorgeschrieben. Bei 20 cm Abstand zur Wand, in diesem Fall zu 2 Wänden, befindet sich der Ofen schon quasi mitten im Raum. Es ist natürlich darauf zu achten, dass man vielleicht auch dahinter kommen will. So haben wir 30 cm Abstand gewählt, um dahinter Holz zu stapeln und auch reinigen zu können. Das bedarf allerdings auch einer entsprechend großen Bodenplatte. Denn der Funkenschutz vor dem Ofen sollte 50 cm betragen, seitlich vom Ofen 30 cm. Dementsprechend muss man schon eine relativ große Platte wählen. Bei 30 cm Abstand zur Wand, 60 cm Durchmesser des Ofens und 50 cm Abstand nach vorn kommt man so hier auf entspannte 1,40 m. Gängige Baumarkt
Billigglasplatten halten somit die Vorschriften des Schornsteinfegers nicht ein. Also bitte vor dem Kauf erst nachdenken und den Schornsteinfeger befragen. Bei einem Stein- oder Fliesenboden ist ein derartiger Funkenschutz allerdings nicht nötig. Falls doch, gibt es 3 Möglichkeiten. Als erstes der aufwendige: Man installiert eine Betonplatte oder verlegt Fermazellplatten und fließt darauf. Die einfacheren Möglichkeiten beschränken sich auf die besprochene Glasplatte, die in individueller Ausführung mit Facettenschliff an der Kante, 10 mm Stärke und als ESG-Glas locker 300 bis 500 Euro kostet. Dann kommt natürlich noch die Anlieferung dazu und leicht ist das Ganze auch nicht. Das heißt, man braucht ja auch mehrere Personen, um die Platte in Position zu legen. Die Alternative 3 wäre eine derartige Edelstahlplatte, die man natürlich in einer gewissen Dicke wählen sollte. Hier haben wir uns für 2 mm Stärke entschieden, damit sie sich nicht mit der Zeit auffällt oder durch Belastung verformt wird. Eine solche Edelstahlplatte kann man sich dann lasergestützt fertigen lassen, damit sie exakt gearbeitet ist. Allerdings sieht man auf Edelstahl und Glas immer irgendwelche Abdrücke und auf Edelstahl natürlich noch Abrieb- und Kratzspuren. Das lässt sich nicht vermeiden, das wird ein dauerhaftes Ereignis sein, damit muss man einfach klarkommen. Somit sieht eine Glasplatte viel schöner aus, aber hier besteht immer die Gefahr, dass von irgendwelchen Seiten Schmutz unter die Platte dringt. Hierfür gibt es Dichtstreifen, die man unter die Glasplatte setzen kann, aber auch diese können sich mit der Zeit verfärben. Weil der endgültige Winkel vor dem Verputzen der krummen Wände noch nicht klar war, haben wir sie rechtwinklig bestellt und müssen jetzt natürlich etwas nacharbeiten. Da wir keinen Dreck in den Ecken und an den Scheuerleisten haben wollen, setzen wir die Scheuerleisten von oben auf die Edelstahlplatte auf, welche wir bis ca. 2 mm vor die Wand schieben. Damit die nach unten verschraubten Scheuerleisten nicht die Bewegungsfreiheit der metallischen Platte einschränken, haben wir die Bohrung deutlich größer gewählt. Derartiges nachträgliches Anpassen und das Unterschieben unter Scheuerleisten und Türzarge sind mit Glasplatten leider nicht möglich.